Willkommen zu den Übungsgesprächen auf Deutsch. Mach dich bereit, dein Deutsch zu üben und flüssiger zu sprechen. Untertitel sind in vielen Sprachen verfügbar. Du kannst sie in den Videoeinstellungen aktivieren. Und wenn du mitlesen möchtest, findest du den Link zum PDF in der Beschreibung. Los geht's! Hallo Tom, wie geht es dir heute? Hallo Alice, mir geht es gut, danke. Und dir? Mir geht es auch gut. Heute möchte ich über etwas sprechen, das ich neulich gelernt habe. Weißt du, was Shadowing-Übung ist? Nein, ich weiß nicht, was Shadowing-Übung ist. Kannst du mir mehr darüber erzählen? Klar, Shadowing-Übung ist eine Technik, um die Sprechfähigkeiten in einer Fremdsprache zu verbessern. Du hörst dir einen kurzen Audioausschnitt an und wiederholst dann, was du hörst, und versuchst, die Wörter und die Intonation zu kopieren. Das klingt interessant. Wie funktioniert das genau? Ich erkläre dir, wie ich die Shadowing-Übung nutze. Zuerst wähle ich einen kurzen Audioausschnitt, vielleicht 1 oder 2 Minuten lang. Der Ausschnitt kann aus einem Film, einer Rede oder einem Gespräch stammen. Ich verstehe. Und was machst du dann? Ich höre den Audioausschnitt mehrere Male an. Zuerst höre ich einfach zu und versuche, die Wörter zu verstehen. Danach spiele ich den Ausschnitt erneut ab und wiederhole die Sätze laut. Also, du wiederholst die Wörter, als würdest du mit der Person im Audio sprechen? Genau, ich versuche, ihre Aussprache, Geschwindigkeit und Intonation zu kopieren. Es fühlt sich an, als würde ich mit ihnen sprechen. Das hilft mir, meine Sprechfähigkeiten zu üben und neuen Wortschatz zu lernen. Das klingt sehr hilfreich. Benutzt du spezielle Werkzeuge für die Shadowing-Übung? Ich benutze mein Handy oder meinen Computer, um die Audioausschnitte abzuspielen. Manchmal schreibe ich die Sätze auf, bevor ich sie spreche. Das hilft mir, die Wörter zu merken. Ich glaube, ich verstehe. Shadowing-Übung ist wie ein Vorbild zu folgen. Du hörst zu und ahmst ihre Sprache nach. Ja, genau. Es ist eine gute Möglichkeit, deinen Akzent zu verbessern und Selbstvertrauen beim Sprechen zu gewinnen. Ich habe das Gefühl, dass sich meine Sprechfähigkeiten verbessert haben, seit ich mit der Shadowing-Übung begonnen habe. Wie oft übst du diese Technik? Ich versuche jeden Tag etwa 20 Minuten zu üben. Ich wähle jedes Mal unterschiedliche Themen, damit es nicht langweilig wird. Manchmal nehme ich mich sogar auf und höre mir meine eigene Stimme an. Das ist eine tolle Idee. Denkst du, dass Shadowing-Übung einfach zu machen ist? Am Anfang war es für mich etwas herausfordernd. Ich musste mich auf die Wörter konzentrieren und versuchen, deutlich zu sprechen. Aber mit der Übung wurde es einfacher. Jetzt macht es mir sehr viel Spaß. Ich würde auch gerne die Shadowing-Übung ausprobieren. Wo kann ich gute Audioausschnitte finden? Es gibt viele kostenlose Audioausschnitte online. Du kannst sie auf Websites zum Sprachenlernen, YouTube oder in Podcasts finden. Suche einfach nach kurzen Gesprächen auf Deutsch oder einfachen Reden. Das klingt einfach. Ich werde heute Abend nach einigen Ausschnitten suchen. Hast du Tipps für einen Anfänger wie mich? Ja, ich habe ein paar Tipps. Wähle zuerst Audioausschnitte, die nicht so lang sind. 1 oder 2 Minuten sind perfekt für Anfänger. Zweitens, höre dir den Ausschnitt mehrere Male an, bevor du anfängst zu sprechen. Das hilft dir, die Wörter zu verstehen. Und schließlich, übe regelmäßig. Auch 10 Minuten am Tag können einen großen Unterschied machen. Danke, Alice. Ich werde deine Tipps befolgen und die Shadowing-Übung ausprobieren. Ich hoffe, es wird mir helfen, meine Sprechfähigkeiten zu verbessern. Ich bin mir sicher, dass es dir helfen wird.
Denk daran, der Schlüssel ist, zu üben und geduldig mit dir selbst zu sein. Eine neue Sprache zu sprechen braucht Zeit, aber mit Übung wirst du besser. Ich fühle mich jetzt sicherer, da ich weiß, was Shadowing-Übung ist. Ich werde morgen mit dieser Technik beginnen. Das ist schön zu hören. Wenn du während deiner Übung Fragen hast, kannst du mich jederzeit fragen. Ich helfe dir gerne. Danke, Alice. Ich schätze deine Hilfe. Ich freue mich darauf, die Shadowing-Übung auszuprobieren und meine Deutschkenntnisse zu verbessern. Gern geschehen, Tom. Ich freue mich, dass wir dieses Gespräch hatten. Shadowing-Übung ist eine der vielen Möglichkeiten, eine Sprache zu lernen, und sie kann sehr effektiv sein. Ich stimme zu. Ich finde es toll, dass es einfach und unterhaltsam ist. Ich kann mir interessante Themen anhören und dann das Sprechen üben. Das macht das Lernen weniger wie Arbeit und mehr wie ein Spiel. Ja, und es hilft dir, neue Wörter und Phrasen im Kontext zu lernen. Wenn du einen Satz hörst und ihn wiederholst, behältst du die Bedeutung und die Verwendung der Wörter besser im Gedächtnis. Ich bin gespannt, anzufangen. Ich werde nach Audioausschnitten über Themen suchen, die ich mag, wie Reisen, Essen oder Musik. Das wird das Üben noch interessanter machen. Das ist eine gute Idee, Themen zu wählen, die dir gefallen, wird dich motiviert halten. Du kannst auch versuchen, verschiedene Sprecher zu imitieren, um verschiedene Akzente und Stile zu hören. Darauf habe ich nicht gedacht. Ich werde versuchen, Sprecher aus verschiedenen Ländern anzuhören. Das wird mir helfen, die Vielfalt der deutschen Sprache zu verstehen. Genau. Shadowing-Übung geht nicht nur ums Sprechen, es geht auch ums Zuhören und Lernen. Du wirst mit den Klängen und Rhythmen der Sprache vertrauter. Ich habe noch eine Frage. Kann die Shadowing-Übung auch beim Schreiben helfen? Ja, das kann sie. Wenn du das Sprechen übst, verbesserst du auch deinen Wortschatz und deine Satzstruktur. Das kann dir helfen, besser zu schreiben, da du lernst, wie man Wörter im Kontext verwendet. Das ergibt Sinn. Ich möchte meine Sprech-, Hör- und Schreibfähigkeiten verbessern. Ich denke, die Shadowing-Übung wird mir in all diesen Bereichen helfen. Ich glaube, dass es so sein wird. Viele Lernende verwenden Shadowing als Teil ihrer täglichen Routine. Es ist eine einfache und effektive Möglichkeit zu üben. Ich werde die Shadowing-Übung zu meinem täglichen Plan machen. Ich werde mir jeden Tag 10 bis 20 Minuten Zeit nehmen, um zuzuhören und zu sprechen. Das ist ein toller Plan. Konsistenz ist beim Sprachenlernen sehr wichtig. Selbst ein wenig Übung jeden Tag kann im Laufe der Zeit zu großen Verbesserungen führen. Ich freue mich darauf, meinen Fortschritt zu sehen. Danke, dass du mir diese Technik erklärt hast, Alice. Gern geschehen, Tom. Ich helfe dir gerne auf deinem Sprachlernweg. Denk daran, geduldig mit dir selbst zu sein und den Prozess zu genießen. Das werde ich im Hinterkopf behalten. Ich freue mich darauf, morgen mit der Shadowing-Übung zu beginnen. Ich werde einen Clip über Reisen wählen, weil ich gerne reise. Das klingt perfekt. Reisethemen sind sehr interessant und bieten dir viele neue Wörter zum Lernen. Ich kann es kaum erwarten, von deinem Üben zu hören. Vielleicht können wir nächste Woche wieder sprechen und unsere Erfahrungen austauschen. Ja, das würde ich sehr gerne. Ich werde meine Fragen und Ideen aufschreiben und wir können darüber sprechen. Super. Ich freue mich auf unser nächstes Gespräch. Viel Erfolg mit deiner Shadowing-Übung, Tom. Danke, Alice. Ich fühle mich sicherer, jetzt wo ich weiß, was Shadowing-Übung ist und wie man sie anwendet. Ich bin mir sicher, dass es mir helfen wird, meine Sprechfähigkeiten zu verbessern. Es freut mich zu hören. Denk daran, Übung macht den Meister. Höre weiter zu, sprich weiter, und du wirst Fortschritte sehen.
Das werde ich. Ich freue mich, diese neue Übung auszuprobieren. Danke für all die Informationen und Tipps. Gern geschehen. Ich freue mich, dass wir darüber gesprochen haben. Es ist immer gut, Ideen auszutauschen und voneinander zu lernen. Ja, ich stimme zu. Ich habe das Gefühl, dass mir das Gespräch mit dir nicht nur neue Wörter, sondern auch neue Übungsmöglichkeiten vermittelt. Ich werde heute Abend nach Audioausschnitten suchen und mein Üben für morgen planen. Das ist eine gute Idee. Du kannst sogar versuchen, zu verschiedenen Tageszeiten zu üben, wenn du möchtest. Finde einfach eine Zeit, die am besten für dich funktioniert. Ich werde versuchen, morgens zu üben, wenn ich frisch bin. Ich werde mir einen Clip anhören, die Sätze wiederholen und vielleicht sogar mich selbst aufnehmen. Das klingt nach einem großartigen Plan. Dich selbst aufzunehmen kann dir helfen, deinen Fortschritt zu hören und Bereiche zu erkennen, die Verbesserungen benötigen. Ja, ich denke, ich werde viel daraus lernen. Ich freue mich wirklich darauf, die Shadowing-Übung auszuprobieren. Nochmals vielen Dank, Alice. Ich schätze deine Hilfe und deine freundlichen Worte. Du bist sehr willkommen, Tom. Ich bin immer hier, wenn du Fragen hast oder deine Erfahrungen teilen möchtest. Viel Erfolg mit deiner Übung und vergiss nicht, den Lernprozess zu genießen. Eine neue Sprache zu sprechen ist eine Herausforderung, kann aber auch sehr viel Spaß machen. Das werde ich im Hinterkopf behalten. Ich freue mich darauf, dieses neue Kapitel in meinem Lernprozess zu beginnen. Wir sehen uns nächste Woche und können darüber sprechen, wie es mit unserer Shadowing-Übung läuft. Ja, ich freue mich auf unser nächstes Gespräch. Hab einen großartigen Tag, Tom, und viel Spaß beim Üben. Danke, Alice. Ich wünsche dir einen wunderbaren Tag. Bis bald. Großartige Arbeit! Möchtest du dein Deutsch üben und flüssiger werden? Bitte abonniere unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungen, damit du keine unserer kostenlosen Deutschgespräche verpasst. Bis zum nächsten Mal!